Guten Morgen. Ich freue mich von dir, um hier zu sein. Wir sind auch wieder hier und wir kickten uns Psalm 34 de lijn. En van daar waar we bloß waren krijg te aanvang. En dan waar we van daar waren wieder. Psalm 34 ist für mich sehr wertvoll geworden. Durch dem, dass ich den 4 Wochen mehr angekickt und mehr gestudiert. Und so, dann fängt ja viel Weg von, ob das steht, noch einmal 102 miteinander flechten. Ich bin froh war. So, ich heiße jeden willkommen, der hier ist. Möchten wir alle kennen, uns sagen, was wir gestern getan haben, oder was wir wollen tun, alle zuslassen. Und wir uns von der mal nennen, was Gott von der unter uns sagen will. Er hat immer was für uns zu sagen, wenn wir noch hören wollen. Und dort ist eine Freude, wenn wir du kennen, sein, dass Gott will von der was zu uns reden. Weil wir den nennen gehen, wir uns noch aufnehmen zu beten. Gerechter Vater im Himmel, wir kommen wieder für dich. Wir kommen gebrochen, wir kommen aus fehlerhaften Menschen, die so vielmals kommen wir Karten ans Leben. Vater, wir fragen, wo die uns vergeben. Wo die uns stärken mit deinen Jäsen, fallen mit deinen Leben. Und schenken dass wir verstehen können, was dein Wort uns lehren will, und dass wir wollen uns zu freuen, dort zu tun, was du uns lehren willst. Wir sind froh, dass wir die Hand lernen, und wir beten deine Lehrung und deine Führung in Jesus' Namen. Amen. Ich den angehen, weil ich eine Geschichte vertellen von einem jungen C.H. Spurgeon, das ist ein Prediger war, der 100 Jahre glaube ich, gelebt hat, ein bisschen mehr. Aber einen Tag begegnet eingesteht, dass ein junger Mann, der ist krank, und er wird kranker, und das scheint so, er wird mal sterben. Und er hat sich all Eier krank worden, er hat sich bekehrt, aber nicht viel Eier. Und der Eltern sind froh, dass der Junge sein Leben kann, den Herrn übergeben. Und als er kranker wird, die Eltern sind froh und freuen sich mit ihm mit, dass er sein Leben hat geändert. Aber einen Tag, als die Junge liegt in seinem Stuhl, liegt im Bad, kann nicht mehr tun, die Mutter schafft in einen anderen Stuhl ran. Und auf einmal hört sie das Junge schreien, verloren, verloren, verloren. Na jette Mama nur sein, was arg. Du hast gedacht, Jesus in dein Hort. Du hast gedacht, die bekehrt in Sphäre war Jesus zu begegnen. Dann sagte, liebe Mama, dort ist es so. Ich kann nicht Angst für verloren gehen. Aber mein Leben ist verloren. Ich habe mein Leben in den Grund gebracht. Ich habe nicht die Zeit genutzt, für Jesus was zu tun. Und es traurig und versinkt du in sein Leben. Und das geht eng. Ich glaube, vielmals denkt wieder nicht so genug an das Leben, was wir hier haben. Da hat Gott eine Ursache für, und er will, dass wir verarmt was tun. Und so vielmals kicken wir bloß noch an uns selbst und leben von uns selbst und glauben uns gerne schein. Und das vielleicht auch so lange, als wir gesund sind. Aber wenn wir auf einmal nicht mehr gesund sind, dann wollen wir drei kicken und wundern, wo selber mit uns leben. So wir hatten uns sind auch der Länge gekickt im Psalm 34. Und ich werde bloß ein paar Verse, so Karten mit übergehen, und dann werden wir uns in Johannes 6, das Kapitel von der meinen Gedanken zurücknehmen. Psalm 34, Vers 9, fange ich sind auch an und sagte, check mal, fängt mal selbst aus, wo Gott der Herr ist. So das ist nicht something, das ein anderer kann für mich utfängt, das ich fängt mal selbst aus, wo Gott der Herr ist, und wo Gott ist dort für denjenigen, der sich ab ihm verloren wird. So sich ab den Herrn verloren, dort ist Gott. Und dann in der 13. Vers, du los, wenn es ist, wer ist du, der ihren Leben in Gottes Deel haben mag? Wer ist du, der ihren Leben in Gottes Deel haben mag? Dann wollen wir alle die Hand abheben, yes, das ist, was ich will. So dann, der 14. Vers sagt uns, dann hol deine Zunge vom Beißen und deine Lippen, dass die nicht leer reden. Vers 15. Bleib von der Beise weg in der Gode. Seeg Fried und streb danach, den zu holen.
Zeek vrede en streefde naar den te houden. Dat snap goed voor ons, tim dat ons kon im Leben schijn gaan. En dan in de 20e vers, de gerechte moet veel lijden, aber de Herr houdt hem uit allem ruut. So, wanneer we te den Herrn gehören, wir wollen Dinge begegnen in ons Leben, wat ons nicht wat schijn gaan, wat ons nicht wat interessieren, aber het sagte, der Herr wird uns darüber halten. Der Herr wird uns erklären, dass wir das verdrehen können, dass wir das verstehen können. Und dann in Vers 23 sagt er, der Herr rat seinen Knecht seine Säule. Das geht nicht um unseren Körper, damit wir immer weiter verstehen können, das geht nicht wie Gott uns Körper das haben, wie Gott unseren Körper das loten das, oder was immer, das sagt, der Herr rat den Knecht seine Säule. En all die vertrouwen op hem zaten, worden keine Schuld haben. So die worden sich reinigen. In 1. Johannes 3, Vers 3, da sagt es, wenn wir diese Hoffnung haben an Gott, dann wollen wir uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. So mit diesen Gedanken, wer will das Leben in Gottes Deel haben? Yes, das wollen wir alle. Mit diesen Gedanken werden wir mal in Johannes in das 6. Kapitel gehen und werden wir uns durch mal ein bisschen checken, was Jesus sagt, wer er ist. Das 6. Kapitel, das fängt an, da ist von, wo er die 5000 Menschen feiden eten geben hat. Und er verteilt hat verschiedene Geschichten. Das erste Eng, wo die 5000 feiden hat, und dann das zweite Eng von 16 wieder sagt, Jesus geht auf dem Wasser eben nach der anderen Kant. Und dann in Vers 22 fängt er an mit zu sagen, wer er ist. Er ist das Brot für das Leben. Er ist der Drink für das Leben. Und so geht er an. Vers 25 werde ich anfangen zu lesen. Johannes 6. Kapitel. Als sie an der anderen Seite mehr fangen, sehen sie zu Lehrer, wann bist du übergekommen? Sie meinen, sie über das Wasser übergekommen. Haben wir an einer Kant Wasser war, nu wieder an der anderen Kant ist empfangen. Wann bist du hergekommen? Du wirst doch kein Boot, und was immer der Umstände wäre. Vers 26. Jesus sagt an, ich sage ihnen ganz bestimmt, die sagen mir nicht erwähnen, dass die Wunderteken sagen, aber weil sie von dem Brot gegessen und satt geworden sind. Und dann fängt Jesus an zu lehren, sagt er. Schafft ihr Eten an, das nicht verkommen wird. Okay. Das handelt sich nach aller von den Menschen, die kommen dahin und die werden noch beeindruckt von den Eten, was Jesus da hat. Er hat gebeten und das Eten hat sich vermehrt. Und die Menschen werden noch alle mit diesen Gedanken nur Jesus. Und dann sagt er, schafft ihr Eten, das nicht verkommen wird. Eten anschaffen, das nicht verkommen wird. Schafft ihr Eten an, das für das ewige Leben bleibt. Die Menschen sehen, was uns sollen geben. Weil es dort ist, wo Gott, der Vater, mir geschenkt hat. So hier kommt ein bisschen genauer. Hier hat die Menschen durch Eten gegeben, weil sie wären durch ein paar Tage bei Jesus gewesen, hat nicht euer Eten gehabt. Und nun hat er ihnen durch Eten gegeben. Die Menschen sahen, dass sie wären ein paar Fisch, ein paar Brot. Und er dankte dafür, und dann eiten 5000 Menschen von dort. So dort würden Menschen ihre Gedanken wie vorstellen, man, was für ein Wunder. Wo geht das, dass uns das passieren kann? Nun sagt Jesus zu ihnen, schafft ihr Eten an, das nicht verkommen wird. So dort Eten, was sie durch gekriegt haben, dort wie Fisch und Brot, dort ist so was für den Körper wir. Aber Jesus sagt, das ist nicht, wo wir uns mit beschäftigen. Dort ist nicht so was das Wichtigste ist. Du hast was das Wichtige ist. Und dann sagt er, schafft ihr Eten an, das nicht verkommen wird. Schafft ihr Eten an, das für das ewige Leben bleibt. So, unsere Säule. Wir sollen uns ankämmern, was kriegt unsere Säule für Eten? Nicht, was das Körper hat. Das Körper, der gleich Schokolade, der gleich Seitet oder was immer, Fleisch backen, oder dann bleibt das Körper wunderbar gut ist. Und das ist es. Dort werden wir nicht wahrnehmen. Dort gleich wie, und dort hat unseren Körper sogar gut zusammen von dort Stoff. Aber Jesus dreht das hier rum und sagt, dort ist nicht das Wichtigste. Dort ist nicht, wo wir uns beschäftigen werden. Er sagt, schafft ihr Eten und dort nicht verkommen wird und dort für das ewige Leben ist. Für nur diese Zeit. Uns Körper, der verjährt, ein Tag, dann ist er zu ein, und dann nur dort. Was ist dann? Was haben wir getan für
für das nur her schon leben wird sein. Dort, wie Jesus uns nachhalten will. Und dann in der 28. Vers sagt er, dann sehen sie zu ihm, was soll wir tun, um Gott seine Werke zu wirken? Okay, nu mit dem, dass Jesus dit gesagt hat, nu werden sie auch, man, was muss ich dann tun? Was kann ich dann tun? Was soll ich tun? Dass ich dort was kriege. So, sind wir mal bei dem Punkt gekommen, dass wir fragen, Jesus, was ist es, was ich soll tun in meinem Leben? Oder was ist es, was ich soll ändern in meinem Leben? Dass ich kann das eten kriegen. Und so, wir weten, dass Jesus die jetzt dort benennt und immer weiter abdort, dass hij ist der Glauben an ihm ist dort, was braucht, und dass wir können gerat sein. Die Menschen fragen, was soll wir tun, dass wir wollen können, so ein Eten haben. Hier sagt es, Gott seine Worte zu wirken, und das meiste selber. Aber dass wir wollen so ein Eten können, Eten fängen, oder Eten kriegen, das für uns soll was sein. Und dann in Vers 29 sagt Jesus, Gott sein Werk ist das. Gott sein Werk ist das, dass wir an am glauben, den er geschickt hat. Gott sein Werk ist das, dass wir an Jesus Christus glauben. Das ist das Erste, was uns fehlen wird, dass wir wollen können, das Eten verstehen lernen, was für das ewige Leben wird sein. Der Glauben an Jesus Christus. So dann sagen wir vielleicht, naja, das glauben wir alle, dass Jesus geboren ist. Das glauben wir alle, dass Jesus erst gekommen ist, die Sünder zu rauten, dass sie sich bekehren sollen. Das glauben wir alle. Jakobus 1, Vers 17 sagt, 3, Vers 17 sagt, Glauben ohne Worten, was ist das? Das sagt es tot, das hält nicht. So, wenn wir an Jesus glauben, das bedeutet, wir wollen da was mit tun. Wir wollen uns bewegen, dort nur, was Jesus lernt hat. Und er sagt hier, Gott sein Werk ist dort, dass wir an Jesus Christus glauben. Er ist das Brot des Lebens. Da ist der Vers. Dann sehen sie zu ihm, was das du für ein Wunderteken, dass wir das sein und an die glauben. Was war das? So, dann dachten die Menschen, war nur das Eten, was Jesus da getan hat. Das Eten vermehrt hat. So viele Menschen können eten von das beste Eten, was Jesus da hat. Das ist nicht, wo Jesus begonnen wird. Yes, er hat den Menschen die körperliche Nahrung gegeben, was empfehlen wird. Aber das ist nicht, wo Jesus begonnen wird. Er will Diaper. Die Menschen, die fragen wieder und sagen in 31. Vers, unsere Väter haben in der Wildnis das Manna gegessen, so es geschrieben steht. Er gab am Brot vom Himmel zu eten. Jesus sagte an, ich sage Ihnen die Wahrheit, dass wir nicht Moses, der Ihnen das Brot vom Himmel gab, aber mein Vater gab Ihnen das wahre Brot vom Himmel. So, das immer war das drei Wesen. Gott ist der Lehrer für alles. Er stellt sich unser Gott und er will es versuchen zu erklären, dass wir uns unser Arm stellen sind. Dass wir ewig Leben können haben. 32. Vers. Jesus sagte an, ich sage Ihnen die Wahrheit, dass wir nicht Moses, der Ihnen das Brot vom Himmel gab, aber mein Vater gab Ihnen das wahre Brot vom Himmel. Das Brot von Gott ist der von Himmel raufkam. Und die Welt das Leben gab. Ich werde den Vers noch einmal lesen. Das Brot von Gott ist der von Himmel raufkam. Wer kam von Himmel rauf? Das wie Jesus Christus. Der kam von Himmel rauf. Und was kam der zu tun? In der Welt das Leben gab. Die Welt hat nicht Leben. Jesus kam, uns Leben zu geben. Vers 34. Dann sehen sie am Herr, gib uns so ein Brot. Das ist, was wir wollen. Und ein Mensch muss in sein Leben, was du kommst, kann selbst nicht. Ich habe so viel versucht, Gott zu tun. Ich habe so viel versucht, von Dingen abzuhören. Ich kann nicht. Weil wir sind Fleisch. Wir sind Fleisch, was ein Verlangen hat, an Dingen, die nicht gut sind. Das Fleisch ist es dort. Die Menschen sehen hier, dann gib mir mal so ein Brot ist dort. Was Leben geben wird. Vers 35 sagt Jesus. Ich sehe das Lebensbrot. Wer nur mich kämpft, den wird nicht mehr hungern. Nur alle Schlechte in der Welt. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr darsten. Hier sagt er zwei Dinge. Der braucht zwei Dinge. Und er sagt, wann wir wollen so ein Brot haben,
dann braucht das, dass wir nach Jesus gehen. Das ist das Erste. Und wenn wir da schauen, vielleicht haben wir das nach, wenn wir da schauen, in das Frieden zu leben, was Jesus geben hat, in dieser Sicherheit zu leben, dass wir gerat sind durch Jesus Christus, dann müssen wir bloß an Jesus glauben, das ist kein anderer Weg. Wenn wir nach Jesus kommen, das stellt uns zufrieden. Aber das ist noch nicht ganz neu, dann sagt er, wenn wir an ihm glauben, dann wird uns nicht mehr darstellen. Und Gott hat uns so gemerkt, dass wir ein Verlangen haben nach wahrer Frieden. Dass wir ein Verlangen haben nach Sicherheit. Das ist Gott uns gemerkt hat. Und so dort braucht es, dass wir nach Jesus gehen und dass wir an ihm glauben. Das, wo das Frieden kann gestaltet werden. Vers 36. Aber ich habe ihnen gesagt, und die haben mir gesehen, aber die glauben doch nicht an mich. So Jesus können Menschen in Horten entgehen. Ich habe ihnen das alles so klar und deutlich fehlen. Die haben schon gegeben. Ich möchte 2 Fisch oder ein paar Fisch und ein paar Brot, dass ich so viel Familien, dass die alle eten können. Und nu sind sie ein bisschen abgelockert und wundern ihnen über was alles passieren wird. Aber ich verteile ihnen, was wirklich teilen wird, dann das glaube ich doch nicht, sagt Jesus. Vers 37. Alles, was der Vater mir gibt, kommt nur mir. Und wer nur mir kommt, den wo ich nicht rückstehe. So, wir können uns sicher sein, dass wenn wir nach Jesus gehen, sagt hier ganz klar, ich will ihn nicht aufweisen. Ich will nicht sagen, du hast beste Schleiche warst, du hast zu sehr gesündigt. Nee, er sagt, das will ich nicht tun. In Jesaja, das 1. Kapitel, da sagt er, wenn der Sinn blutrot ist. In anderen wird gesagt, wenn wir uns so besudelt haben mit Sinn, dass wir ganz blutrot sind, wenn wir bekennen, dann wird das wit als Schnee, oder wit als witte Wal. Das ist, was Jesus will tun. Hier sagt Jesus, er wird uns nicht rückstecken, wenn wir nach ihm kommen. Und uns ist alle ein Verlangen, wir alle haben ein innerliches Verlangen, an das Frieden zu leben. Wir haben aber alle das Fleisch an uns, was verschiedene Verlangen an sich haben, vielleicht sogar eine Sinn oder irgendwo, ans Fleisch, das trägt nur. Oder das ist immer in Gefahr, den Nennt zu geraten. Jesus sagt, wenn wir nach ihm kommen, kriegen dann, wo wir sind, er wird uns nicht aufweisen. Vers 38. Ich sehe nicht von Himmel raufgekommen, meinen Willen zu tun, aber den sie Willen zu tun, der mir geschickt hat. So, Jesus geht weiter drei und sagt, guck mal, die Arbeit, was ich hier bei ihr will tun, das ist nicht wegen mir. Das ist nicht, dass ich das nötig habe. Das ist nicht, dass wenn ich das nicht, dass mir das wird schlechter gehen, oder scheiner gehen, wie ich sehen wie Gott. Aber er sagt, ich bin gekommen, Gott seinen Willen zu tun. Was wird das? Dass Menschen gerat werden. Dass Menschen Vergebung für ihre Sünden kriegen. Das ist, was Gott Jesus raufschicken wird. So, das sagt, ich will den Vers noch einmal lesen. Vielleicht haben wir noch klarer verstanden. Es sagt, ich bin nicht von Himmel raufgekommen, meinen Willen zu tun. Aber den seinen Willen zu tun, der mir geschickt hat. So, ich habe Jesus angenommen. Ich bin nicht Jesus gekommen. So können wir alle sein. Wie kann das? Wir haben das auch von klein an gelehrt. Jesus ist da. Und wenn wir wollen geraten sein, dann müssen wir nach Jesus kommen. So, das können wir alle. Aber was wir vielmals vergeten, und was wir vielmals nicht können, das ist mein Willen abgeben. Oder das ist ans Fleisch zu schwor. Das mein Willen soll oft sein. Wir wollen doch noch mehr reich sein mit ans Fleisch. Jesus sagt hier, er kam nicht darauf, sein Willen zu tun. Er sagt dem Vater sein Willen zu tun. Und wenn das ans Verlangen ist, dass wir den Vater sein Willen wollen tun, dass wir Jesus sein Willen wollen tun, dann auf einmal dann können wir die Dinge besser verstehen, dass es nicht nötig, mein Fleisch den Willen zu lassen. Das schafft besser, wenn ich nicht gehe, nur dort, wo mein Fleisch jankern wird. Vers 39. Das ist den Vater sein Willen, der mir geschickt hat, dass ich keinen von euch verliere, der er mir gegeben hat. Aber dass ich dich am letzten Tag von dort abweichen darf. So Jesus sagt hier,
dit is mijn verlangen. Al die naar mij komen, dat die worden kunnen blijven. Jezus denkt aan dat we dit zintelige körper met hebben. En dat dit zintelige körper ons manchmal wel verzekert van dit weg te rieten, wat Jezus ons gegeven heeft, wordt als duidelijk geworden, van dit wat hij ons geleerd heeft. De zintelige körper, die tragt ons toch manchmal van deze dingen weg, wat Jezus ons geleerd heeft. Maar Jezus zei, dat is den Vader zijn wel, dat Jezus keiner van ons verlieren wordt. Keiner. Dat we alle worden kunnen blijven. Even wanneer ons zintelige körper ons het manchmal heeft, we handelen wo we ganz arg zijn. Maar hij wil niet dat we zelf wegkomen. Hij reikt immer weer de hand aan. Hier, kom broeder, kom zuster. Ik weet, du bist arg. Maar erken en kom terug. Dan hältst du das vrede. Zoals we in Psalm lezen, in 15e vers zegt het, blijf van op deze weg en der godet, zeeg vrede en streef den te houden. Dit zal ons ziel zijn. Vers 40. Mijn Vader wil, dat wer den Sehen zit en aan arm blijft, dat eeuwige leven hebben zal. Wat wil de Vader hebben? Wenn wir das 40. Vers noch einmal überlesen. Mein Vater will, dat wer den sehen, Jesus sieht, en aan arm blijft, dat hij dat eeuwige leven heeft. Dit is wat God wil hebben. Wer naar Jezus komt en aan arm blijft, dat hij wordt dat eeuwige leven hebben. Die wordt niet plus een leven hier op deze eer hebben en dan after dat een verdammnis en een hel. No, dit is niet wat de Vader wil. Hij wil dat ik en du worden kunnen geraad zijn en bij God zijn. We hebben den vers nog maar ganz lezen. In den waar ik am laatste dag van dood opwijn. In dit kapitel waar we meermaal zijn dat God wat mij en die, Jezus wat mij en die van dood opwijn. Woewegen? Willst wir aan blijven? Willst wir ons reinigen wegen dat wat hij gedaan hat? Willst wir ons de Nanje laten haben? En dan in de 41. vers, dan zeiden de mensen, dan grimzoiden de Juden even aan, wils hij gezegd had, ik zie dat brood dat van Himmel afgekomen is. Wauw. Jezus versucht het zo fijn te erklären, hoort je mal. Hier is eeuwig leven, hier is niet wat verandert, hier is niet wat ons in de grond brengen wil, hier is eeuwig leven. En dan zeiden de Juden, wauw, dit maakt alle geen sens. En zo dit is dus het schaffen net, wanneer we dat met ons enig verstand willen verzekeren te begrijpen. Dan merkt dat geen sens. Dan kunnen we dat niet verstaan. Dat schafft dan niet. Vers 42. Zij zeiden, is dit Jezus niet juist op zijn zin? En wie kan zijn vader en zijn moeder? Hoe kan hij dan te ons zeggen, ik zie van Himmel afgekomen? Jezus zei te hem, hiet op met grimzooi. Hij zei, wat kan je dit nog niet verstaan? Ik weet dat mijn ouderen hier zo willen leven. Maar weet je dat niet ook? Dan, als ik nog niet geboren weer, wat dan passiert weer? Hij dat alle vergeten, dat zegt Jezus niet. Maar hij verziekt te zeggen, dat moet niet krum zijn, dat moet nadenken. Kijk maar, ik breng eeuwig leven. En dit leven wat de mensen hier op hier gaan, dat ze een kaart stuitsen en dat daar. Ik breng wat verloren is, niet voor nu. Yes, dat voor nu ook aber al zo'n grote onderscheid meer. Maar Jezus is het wichtig te erklären, dat het leven heeft, dat je het nog wieder als bloos wat de mens sterven deed. Dat je het nog wieder. En voor dat is Jezus bezorgd en tot verzekering te erklären, de mensen gaan zijn. Jezus zei, hit mal ab met dat. Dat is niet wat er wordt houden. We hebben maar liever leren te verstaan. En dan vangt er frisch aan in 44. vers. Keiner kon mij komen, want de Vader, der mij geschickt heeft, aan niet tragen deed. En ik word am laatste dag abweer. Ware zegt dat ik word am abweer. So hier kunnen we dan zeggen, nadat mij dat zo gaat, en dat ik meest niet derg ving en mij zo schwer het, de Vader traagt mij niet. Eén ding wil ik die zeggen van jou. Dat du hier bent, is een bewijs ervoor dat God die tragen deed. Dat du hier bent van jou, dat is een bewijs ervan dat God die tragen deed. Hij wil niet dat we zullen in zin leven en in zin sterben. Ons fleischelijke Körper verzegt ons irgendwo hand te tragen.
Wo wir Gott wollen sein, bis wir weiten, dass uns das Leben geht an. Das hört nicht ab, mit wenn uns Körper sterben wird. Aber er will so gern haben, dass du das verstehen soll. Der Teufel kommt sagen, na, dass die das so geht, als das geht, das willst, Gott trägt die nicht. Das ist Leines. Das sind Leines vom Teufel. Gott trägt die. Er will, dass du nicht so verloren gehst. Er will, dass du so bei ihm in Ewigkeit sein. Jesus sagt, ich wo die Abwägung, wann das ist, was du was sein. In Vers 45 sagt er, in der Propheten steht geschrieben, sie wollen alle von Gott gelehrt sein, dann können wir zurückkicken uns von klein an, in der Schule, wo immer ans Wort von Gott gelehrt. So, das sagt uns hier, in der Propheten steht geschrieben, sie wollen alle von Gott gelehrt sein, wer den Fuder hielt und von ihm lehrt, was wird er tun? Der kämpft nach mir. Der kämpft nach Jesus. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und dann sagt er, wer den Fuder hielt. Hier wie Gott. Hier wie dort man heute uns redet. Sometimes passiert es so, wenn wir ein Ding für uns haben und nicht weiten kriegen, was für ein Schäden sollen, und wir weiten sehr gut, dass das anreicht, wird das uns hart an. Das fängt an, böse zu gehen, uns fängt an, funnig zu sein. Aber unser Fleisch ist vielmals so stark, und das geht den Weg, was wir auch feilen, was wir nicht sollen tun. Sagt er, wer den Fuder hielt, und wahrlich es von ihm zu lehren, der wird nach ihm kommen, der wird nach Jesus kommen. Vers 46. Nicht, dass wer den Fuder gesehen hat, bitte der vom Fuder ist, der hat den Fuder gesehen. Sondern sagt Jesus, war Akzent mit dem Fuder verbunden. Akzent mit am Top. Nicht, in 47. Vers, ich sage die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird er? Hat ewig Leben. Was sagt das? Was meint das? Ich sage die Wahrheit. So, das ist something, was nicht twiebelig ist oder irgendwas. Das ist, was wirklich ist. Sagt es, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Der kann sich sicher sein, Jesus zu begegnen. So ist ich schon sagen, wer diese Hoffnung hat und an Jesus glaubt, 1. Johannes 3, Vers 3 sagt, der reinigt sich von aller Ungerechtigkeit. Dort meint Glauben. Der ist wirklich sein Fleisch auf zu sein, sein Fleisch zu kreuzigen und zu tun, was Gott sein Willen ist. Aber wer an ihm glaubt, wer an Jesus glaubt, der hat ewig Leben. Das ist nicht in Zweifel. So, wenn wir dort glauben, dann wollen wir unseren Körper bewegen, dann wollen wir bemahnen, dann wollen wir Dinge merken tun, so als Jesus lehren wird. Und dann haben wir ewig Leben. So, ich schon sehe, in Jesaja 1. Kapitel, wenn der Sinn blutrot ist, kann auch schnell wit gewaschen werden. Und das, was Jesus uns hier versucht zu erklären. Und dann in der 49. Vers sagt er, die Führers eiten Manna in der Wildnis und sind gestorben. Das wisst ihr, 300 Juden aus Ägypten rübertragen. Der eiten das Manna, was von Himmel fällt, und die sind alle gestorben. Und dann sagt er in der 50. Vers, dit ist das Brot, das von Himmel raufgekommen ist. Wer davon at, braucht nicht zu sterben. Jesus sagt, wer davon at, der braucht nicht sterben. Das meint nicht, dass das Körper nicht wird vergehen. Aber das Leben geht wieder. Das Leben ist nicht bloß bei hier und dann ist das zu eng, das geht wieder. Und er sagt, wer von dit Brot eten wird, braucht nicht sterben. Wer von uns, wenn der an Sterben denkt, sitzt du nicht im Kampf an sich. Das Körper loslassen, von dieser Erde loslassen in eine gässliche Welt, oder wo kann es sein, wo nicht Fleisch und Blut ist, das ist mit einem Kampf verbunden. Aber Jesus sagt hier, wer von ihm wird eten, wer sich wird von ihm bedienen lassen, und dort was wird sein, was heil lehren wird, der braucht nicht sterben. Vers 51. Ich sehe das lebende Brot, das von Himmel raufkam. Wer von dit Brot eten wird ewig leben.
Komt immer ware Treden aan dat we hand eeuwig leven. Dat wordt niet alle waar man ons Körper hier ook te eng is. Wer von dit Brot eten wordt, wordt eeuwig leven. En dat Brot dat ik geven word, is mijn Körper, dan zegt hij mijn Fleisch, dat ik dit geef, dat de wereld leven kan. Man, wat heeft Jezus gedaan voor mij en die? Kan we zijn wat zijn verlangen weer voor ons? Kan we zijn wat hij ons gegeven heeft, nu nachdem dat we aan hem blijven? Kan we verstaan wat dat meint eeuwig leven? Eeuwig dood? Wat de onderscheid is en dat? Jezus deed dat in diesem Kapitel. Wir wollen den lang nicht ganz allein kommen, aber er hat versucht zu erklären, kijk mal, ich wie im Himmel, ich habe das Sonnenschein, ich wie bei Gott. Mir fehlt das an nichts, ich habe alles, was ein Mensch sich nicht mal ausdenken kann, und noch besser habe ich das. Aber ich kicke rauf und ich sage den Menschen, die verdorbenen Menschen, die verlorenen Menschen, wo die ein Verlangen haben, auch das Frieden haben. Mich jammert über dieses Leben. Ich will gleichen, dass die hier mit mir und mit Gott taub worden sind. Jesus, der wir wirklich von Himmel rauf zu kommen, sich uns Menschen Glück zu stellen, dass uns verstehen kann, dass wisst, wo wir in die das geht, wo unsere Versicherungen sind, wo uns Fleisch vielmals reagieren, wenn Dinge nicht möglich sind. All das wissen. Hij weer waarlijk rauf te komen, zegt het. Ik geef mijn Körper doortoe dat de wereld leven kan. En dit is wat hij mij in die geven heeft. Dat ik in die leven kan. Want deze tijd hier op de iedere sterk is, dat even dan, dat we leven hebben. En dat is mijn wens en gebed, dat we ons te kunnen lopen. En alle die we hier zijn, we weten dat God ons eeuwig Leben geben will in Jesus Christus. Aber wir sagen so vielmals bloß unseren Körper, wir sagen so vielmals bloß unsere Mistakes, was wir merken, wir sagen unsere Fehler, und dann fallen wir so, das ist alles top nicht, das schafft nicht. Wir vergessen von, dass an Jesus habe ich die Kraft überkommen. Und wenn wir einen Fehler gemerkt, das ist damit nicht für uns alle ut. No. Jesus sagt, kommt nach mir und ich will ihn nicht zur Zeit stellen. Das lassen wir uns tun. Er wird uns nicht zur Zeit stellen. Das können wir uns sicher sein. Und das wird mein Wunsch und Gebet sein, dass wir immer weiter können uns den Herrn lassen. Was hat Jesus getan? Was hat anders gekostet? Und ich kann frei sein. Mag Gott dir alles segnen.